Sicher nicht alle, aber viele der Häftlinge aus den Maghreb-Staaten seien ein Albtraum für die Vollzugsbeamten. Sie hätten keinen Respekt, beleidigten und bespuckten die Bediensteten, verletzten sich und andere und verdreckten ihre Zellen sogar mit Fäkalien. Von Wände beschmiert bis Inventar zerstört, randaliert, Türen zerkratzt, Fenster eingeschlagen. Also da gibt es wirklich alles. Nicht wenige der Jugendlichen hätten schwere psychische Probleme und wären eigentlich in der Psychiatrie besser aufgehoben. Wenn sie etwas haben wollten, würden sie sich auch selbst verletzen. Manche ritzen sich die Adern auf. Sie bekommen Hilfe von Psychologen und Sozialarbeitern, aber gerade die jungen Männer aus dem Maghreb seien schwer zu erreichen. Wir versuchen alles im Justizvollzug, an die Menschen ranzukommen, aber offensichtlich schaffen wir es einfach nicht. Und dann bleibt als Handlungsalternative einfach nur noch das Instrument der Abschiebung, ja. Leichter gesagt als getan. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 2016 1181 Personen aus Hessen abgeschoben. Darunter waren 41 aus den Maghreb-Staaten, also nur 3,5%. Zugleich hat sich die Zahl der Häftlinge aus dem Maghreb in hessischen Gefängnissen von 148 im Jahr 2014 auf 317 in diesem Jahr mehr als verdoppelt. Auch Hessens Justizministerin würde viele dieser Häftlinge gerne schon während oder direkt nach ihrer Haft abschieben. Wenn diese Staaten sichere Herkunftsländer würden, was der Bundesrat ja bisher nicht beschlossen hat, dann wäre es natürlich auch leichter für mich, die irgendwann in ihre Staaten abzuschieben. Sie weiß aber auch, dass das nur die halbe Wahrheit ist. Neben der Frage der sicheren Herkunftsländer sind die Heimatländer bei den Abschiebungen das größte Problem. Sie müssten für die Abschiebungen sogenannte Passersatzpapiere ausstellen. Das tun sie aber selten. Deshalb hat ihr Parteifreund Innenminister de Maizière im Februar ein Abkommen mit Marokko geschlossen, das Abschiebungen erleichtern soll. Das scheint aber ganz offenbar nicht gut zu funktionieren. Deshalb teilt auch das hessische Innenministerium, das für die Abschiebungen verantwortlich ist, auf Anfrage mit: Abschiebungen in diese Staaten scheitern oftmals daran, dass die Abzuschiebenden keine Reisedokumente haben und die Passersatzbeschaffung durch den Bund aufgrund der schwierigen und teilweise sehr unkooperativen Zusammenarbeit mit diesen Herkunftsstaaten oftmals nicht möglich ist. Hier ist die Bundesregierung gefragt. Manchen Häftlingen aus den Maghreb-Staaten ist es vielleicht sogar recht, wenn sich ihre Abschiebung hinzieht. Denn in den Elendsvierteln ihrer Heimat erwarten sie nur Armut, Gewalt und ein Leben ohne jede Perspektive.